Moin meine Lieben, ihr Shop von VR, ich bin Montensen und ich war dabei. Gestern haben wir uns im Livestream die Connect angeguckt von Meta. Die haben ihr neues Headset vorgestellt, die Quest 3, der Nachfolger der Quest 2, welches ein sehr, sehr erfolgreiches VR-Headset war. Und ich wollte mal in diesem Video nicht nur für euch ein paar Informationen zusammenfassen, sondern natürlich auch meine Sicht auf die ganzen Dinge und was ich davon halte. Viel Spaß dabei. Brille auf, setz die Brille auf, setz die Brille auf. So, ich nehme es mal vorweg. Als jemand, der VR-Enthusiast ist und eine VR-Brille sucht, ist die Frage, soll ich mir eine Quest 3 kaufen? Ganz klar mit Ja zu beantworten. Die ist fantastisch. Das ist ein gutes Gerät. Ja? Kauft es euch. Echt jetzt. Erlebt VR, kauft euch eine Quest 3 und ihr werdet den Spaß eures Lebens haben. Wie wir ihn schon 2016 mit einer PlayStation VR hatten oder irgendwelchen anderen Headsets oder jetzt mit einer PSVR 2 und einer Pico. Ja, macht es auf jeden Fall. Es ist immer gut. VR ist geil. Wir haben gestern da gesessen und die Connect hinterließ so ein bisschen gemischte Gefühle. Ja, weil Mark Zuckerberg kam am Anfang rein, sagte, ja, wir haben eine Quest 3 und dann hat er stundenlang über irgendwelche AI-WhatsApp-Erweiterungen gesprochen und uns ist natürlich erstmal alles aus dem Gesicht gefallen. Zum Glück kam dann irgendwo noch der Kollege Buzzword und hat konkret was über die Quest 3 erzählt. Allerdings auch nichts, was wir hardwaremäßig nicht schon wussten. Ja, deswegen haben wir uns da selber so ein bisschen die ein paar Überraschungen schon vorweggenommen. Was ich allerdings erwartet hatte, war auch zum Thema Software ein paar interessante Geschichten. Und das blieb auch so auf einem okayischen Niveau. Aber fangen wir mal von vorne an. Gucken wir uns mal die Quest 3 an. Die macht alles, was ein Nachfolger machen soll. Sie ist schmaler und hat viele Verbesserungen. Und das ist auch gut so. Die Quest 2 kam nämlich mit ein paar Kompromissen im Verhältnis zu ihrem eigenen Vorgänger, der Quest 1. Ja. Die hatte nicht mehr so einen toll einstellbaren IPD, auch nicht mehr OLED-Displays, aber war auch ein Spitzengerät. Und was ich vor allen Dingen bei der Quest 2 extrem beeindruckend fand, dass Meta im Verlauf der letzten 3 Jahre wirklich softwaremäßig immer noch neue Funktionalitäten nachgereicht hat. Das finde ich absolut erstaunlich, ja. Mit den dösigen Schwarz-Weiß-Infrarotkameras, die eigentlich nur fürs räumliche Tracking da waren, haben sie es geschafft, komplettes, gut funktionierendes Handtracking nachzureichen, was einfach mal unglaublich ist. Und das ist auch einer der interessantesten Aspekte an der Quest 3. In der jetzigen Hardware-Situation, in der wir uns befinden, ist die Quest 3 tatsächlich kein Riesensprung. Ja, aber das Potenzial, was da drin steckt, ist enorm. Und darauf gehen wir jetzt mal ein. Gucken wir uns mal ganz stumpf erstmal die Hardware-Specs ein. Auch die Quest 3 hat wieder ein LCD-RGB-Display, allerdings 2. Was schon mal gut ist, sie wird auch mit einem Rädchen den IPD einstellen können. Und das ist sehr wichtig, damit man die Geschichte einfach konkret an seine eigenen Augen perfekt anpassen kann. Das ist schon ein großer Schritt im Verhältnis zu Quest 2, wo das nicht richtig ging. Ich hatte das Unglück, mit meinem IPD zwischen 2 Stufen zu sein und nie so das perfekte Bild zu haben. Das ist dann für viel Benutzer eher ungünstig. Außerdem bekommt sie eine ganz neue Sorte von Linsen, nämlich Pancake-Linsen. Und jetzt kommt der interessante Faktor, den man einschieben muss. Auf der Pico 4, das Gerät, was die direkte Konkurrenz letztes Jahr rausgebracht hat, nämlich diese süße Geschichte hier. Für mich ein absoluter Augenöffner. Es gibt viele Effekte nicht mehr, die alte Fresnel-Linsen in der Quest 2 hatten, so Glares und vor allen Dingen aber die Sichtweite verbessert sich einfach enorm. Ja, wenn ihr die Augen bewegt in eurem VR-Headset, dann wird es nicht mehr zum Rand hin unscharf. Es bleibt einfach die ganze Zeit wirklich nahezu gleich scharf. Und das ist angenehm fürs Sehen. Ja? Ihr müsst nicht den Kopf so viel bewegen in VR. Und das ist wirklich eine tolle Geschichte. Das Field of View hat sich hier bei der Quest 3 dann auch erstmal auf dem Papier verbessert, was auch gut ist, ja. Denn wenn man andere Headsets benutzt, die ein größeres Field of View hatten, dann kam einem das auf der Quest 2 mittlerweile schon recht klein vor. Die Auflösung hat sich leicht verbessert. Tatsächlich hatte auch die Quest 2 schon relativ ordentliche Auflösung mit fast 2000 mal 2000 pro Auge. Die haben sie jetzt in der Quest 3 leicht überschritten. Jetzt gibt es 2064 mal 2200 pro Auge. Und hier auch nochmal ein interessanter Fakt. Das ist die Hardware-Auflösung dieser Geräte. In den mobilen Brillen sind allerdings quasi Äquivalente zu Handyprozessoren und die können diese Auflösung nicht nativ bespielen. Deswegen klingt das zwar jetzt wie eine gute Auflösung und ist es auch im Fall der Quest 3. Bei der Quest 2 habt ihr aber eigentlich immer mit deutlich geringerer Auflösung gearbeitet, die hochskaliert wurde. Ja, das Bild war also nicht so scharf, obwohl es die ganzen Pixel gab. Trotzdem hat das einen guten Effekt. Man sieht nämlich die Abstände zwischen den Pixeln nicht mehr. Und dann ist es auch gut, wenn man ein hochauflösendes Display hat. Diese Geschichte wird mit der Quest 3 jetzt massiv besser werden, denn die hat eine neue Generation von Snapdragon, der nennt sich jetzt einfach immer noch XR2, aber Gen 2.
und da ist zumindest die Grafikeinheit wirklich doppelt so leistungsfähig wie in der Quest 2. Das ist eine gute Geschichte. Das bedeutet nämlich, dass diese vielen Pixel, die hat, jetzt deutlich besser bespielt werden können. Ich gehe mal davon aus, dass es immer noch nicht wirklich nativ ist, aber es sollte jetzt schon in Regionen kommen, wo das einfach anfängt, wirklich Spaß zu machen und wo die Grafik nicht mehr leicht pixelig oder blurry aussieht. Das ist eine gute Geschichte. Die Bildrate dabei ist jetzt minimal 90 und experimentell auch weiterhin 120, was auch gut ist. Dieses vordere Modell fing an mit 74 FPS, also Bilder pro Sekunde. Und das kennt ihr ja auch. Je mehr Bilder pro Sekunde man reingespielt bekommt, desto flüssiger wirkt das Bild. Das ist in VR wichtiger als bei allen anderen Medien. Wenn ihr da kein flüssiges Bild habt, dann verliert eure ganze Erfahrung, in einer anderen Welt zu sein und wird synthetischer und fühlt sich schlechter an. Also 90 Hertz, total fantastisch. Auf das Sichtfeld bin ich schon eingegangen. Der Arbeitsspeicher hat sich nur leicht vergrößert. Der ist von 6 jetzt in dem neuen Modell auf 8 GB gesprungen. Da hätte ich mir fast ein bisschen mehr gewünscht, denn auch vom Arbeitsspeicher ist direkt abhängig, wie komplex die Spiele sein können. Aber das wird sich jetzt in der Zukunft dann zeigen, was sie draus machen. Also warten wir da einfach mal ab. Der Rest der Verbesserungen, dass jetzt moderneres Wi-Fi und Bluetooth enthalten ist und so, das kann man fast vernachlässigen. Da muss man erstmal in der Praxis dann gucken, wie sich das auswirkt. Ja. Aber na klar, neues Gerät, bessere Funkverbindungen ist immer gut. Was eigentlich hier jetzt wirklich zum Tragen kommt, ist eine Verbesserung beim Pass-Through. Pass-Through bedeutet, man setzt die Brille auf und durch die Kameras der Brille, die außen befestigt sind, kriegt man auch die Außenwelt wieder reingespielt. Das war jetzt auf der Quest 2 sehr marginal. Ja, da hat man so ein blurriges Schwarz-Weiß-Bild gehabt. Das sah einfach nicht cool aus und ich habe den Pass-Through auf der Quest 2 wirklich selten benutzt. Wirklich nur, wenn ich mich kurz in der Gegend orientieren musste. Bei der Pico 4, die ich jetzt seit fast einem Jahr benutze, gab es schon einen wesentlich höher auflösenden und farbigen Pass-Through und das macht echt Spaß. Das macht echt was aus. Und ich finde, für uns VR-Enthusiasten ist es ja ein Ritual, sich da in die VR-Welt zu begeben und drin zu sein, toll. Aber für die meisten Menschen ist das Gefühl, so ein Gerät aufzusetzen und erstmal von der Außenwelt abgesperrt zu sein, einfach nicht gut. Das behebt die Quest 3 massiv. Denn die hat jetzt nicht nur einen hochauflösenden, farbigen Pass-Through, sondern auch in wirklich Stereo. Ich muss jetzt mal durchgucken, um zu erfahren, wie gut sich das wirklich anfühlt, aber die Annahme ist jetzt erstmal, dass es schon ein wesentlich besserer Schritt ist, als wir noch auf der Quest 2 hatten. Ihr setzt also dieses Gerät jetzt auf und seid nicht sofort in der VR-Welt gefangen, sondern steht erstmal weiter in eurem Zimmer. Durch einen weiteren integrierten Tiefensensor an der Brille, der jetzt wirklich nicht nur optisch, sondern durch andere Techniken die Räumlichkeiten um euch wesentlich präziser erfassen kann, wird auch das ganze Tracking verbessert. Und das ist natürlich interessant, weil durch diesen besseren Pass-Through funktioniert die Quest 3 eigentlich auch tatsächlich wie eine Pass-Through AR-Brille. Das richtige Konzept einer AR-Brille ist ja, dass ihr sie aufsetzt und eure normale Umwelt seht mit euren normalen Augen und dann eine AR-Brille 3D-Content da rein projiziert. Bei den Pass-Through-AR-Brillen ist es halt nicht so. Ja? Da seht ihr weiterhin durch das Display und die Linsen das, was euch die Kameras reinspielen. Wenn es gut gemacht ist, sollte der Eindruck aber auch schon sehr, sehr cool sein. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das bei der Quest 3 gut funktionieren wird. Meta hat jetzt hier auf dieser Veranstaltung auch ein paar Beispielanwendungen gezeigt. Eine Stranger Things Software, mit der ihr wirklich in AR im Raum rumagieren könnt und so Kleinigkeiten. Das hat mich ehrlich gesagt nicht sonderlich überzeugt. Ja, die Fähigkeiten sind da, das ist cool. Was ich viel interessanter fand, dass das Tracking auch von Berichten von zum Beispiel Voodoo, der sie wirklich aufhatte, jetzt wirklich so präzise ist, dass wenn ihr Objekte im Raum verteilt, also virtuelle Objekte im echten Raum, dass sie wirklich dastehen. Ja, da schwimmt nichts mehr, das ist wirklich stabil. Das heißt, ihr könnt euch jetzt echt ein virtuelles Display an eure echte Zimmerwand hängen und wenn ihr das benutzen wollt, dann ist das wirklich da, wie ein Bilderrahmen. Gucken wir mal, wie sich das in der Praxis dann anfühlen wird. Aber das ist eine Geschichte, die dem ganzen AR-Gedanken wirklich schon sehr supportet, ja, wenn das alles besser und solider wirkt als mit der Hardware, die wir bisher hatten. Ich finde das grundsätzlich interessant und würde mich jetzt mal überraschen lassen, was dann wirklich an Software geliefert wird. Meta hat angegeben, dass dieses Jahr, und das ist ja gar nicht mehr viel Zeit, noch 100 Titel erscheinen, 50 davon, oder 100 Titel erscheinen, ist gut, 100 Titel auch aufgebessert werden für die Quest 3 und 50 davon werden irgendwelche AR-Inhalte beinhalten. So,
So, das kann man sich ansehen, das wird bestimmt irgendwie spannend werden. Dass man als Spieler jetzt, Grund hat, sich eine Meta Quest 3 zu kaufen für fetzige AR-Inhalte, weiß ich aber noch nicht. Ich glaube aber, es gibt auf jeden Fall Leute, die sagen: „Wisst ihr was? Ich bin 'n totaler Demio-Fan und das jetzt im perfekten AR hier auf meinem Tisch zu spielen, ist Grund genug für mich.“ Valide Meinung, ehrlich jetzt. Kann man machen, wenn da noch 2, 3 andere Titel dazukommen, großartig. Muss aber jeder für sich selber rausfinden. Die Lautsprecher gibt, Meta an, haben sich ein bisschen verbessert, sind 40% lauter. Ich bin mit denen in der Quest 2 super ausgekommen, also werde ich auch mit denen in der Quest 3 dann richtig gut, leben können, wenn ich sie dann eines Tages habe. Das löse ich mal zum Schluss auf. Die einzige Kritik, die ich an der Quest hatte, war, dass das eingebaute Mikrofon, das eigentlich eine gute, Tonqualität liefert, aber intern von der Software immer so schlecht abgemischt wurde, dass man es eigentlich nicht benutzen kann, wenn man 'n Video aufnehmen möchte. Für mich als Creator relevant. Und wie ihr auch sehen könnt, habe ich meine Quest natürlich mit einem Headstrap gemoddet, denn das Stoff-Headstrap der Quest 2, was mit dazu ist für den Preis, ist langfristig nicht sehr komfortabel gewesen. Die Quest 3 hat jetzt einen anderen Formfaktor, ist hier vorne wesentlich schmaler und deswegen die Hebelwirkung nicht so groß. Ich werde mich überraschen lassen, ob das Stoffstrap, was da mitgeliefert wird, vielleicht diesmal besser funktioniert. Ansonsten weiß ich aber, dass natürlich Meta direkt auch einen Elite-Strap anbietet, auch wieder eins mit Akku. Die Erfahrungen aus dem letzten Mal, wo ich mir das gekauft hatte, waren allerdings sehr schlecht und deswegen werde ich in so einem Fall dann auch wieder warten, bis entsprechende Konkurrenz hier was anbietet, wie Kiwi etc. Ich bin mir ziemlich sicher, die werden da sehr schnell in die Bresche springen. Ihr könnt nämlich alle eure Accessoires, die ihr für die Quest 2 habt, die hier passen, nicht mehr für die Quest 3 verwenden. Ich habe schon irgendwas gehört, dass es Adapter gibt, aber ich denke mal, es ist immer besser, jetzt sich dann ein extra für die Quest 3 gefertigtes Accessoire zu besorgen, damit es auch alles Sinn hat. Auch da wird ein bisschen Zeit ins Land gehen, bis die ganzen Hersteller soweit sind. Das wird aber auch nicht so lange dauern, denke ich mal. Ja. Kommen wir mal zu dem wichtigsten Aspekt. Die kleinste Version der Quest 3 wird mit 128 GB Arbeitsspeicher 550 € kosten. Und das ist eigentlich der größte Unterschied zum letzten Mal. Als Meta die Quest 2 überraschend schon ein Jahr nach der Quest 1 vorgestellt hat, da war die 100 € günstiger als der Vorgänger bei gleichzeitigem Leistungssprung. So, und das war natürlich subventioniert von Meta, weil sie die Hardware halt massiv in den Markt drücken wollten. Und das hat auch funktioniert. Ja, die Quest hat sich nicht laut offiziellen Zahlen, aber glaubwürdigen Kalkulationen wirklich 20 Millionen Mal verkauft. Das ist unfassbar viel für ein VR-Headset. Und die ist damit jetzt aber auch tatsächlich so der Standard. Jede Software, die erzeugt wird, wird erstmal für die Quest 2 gemacht, nicht absolut jede, aber viele, und dann erst auf andere Geräte portiert. Und das ist insofern nett, weil das da so eine große User-Base ist, lohnt es sich für Entwickler, halt die Spiele zu machen. Allerdings sieht es dadurch auch so aus, dass für alle anderen Geräte, wie zum Beispiel eine deutlich leistungsfähigere PlayStation VR 2 oder halt auch PC-VR-Headsets, meistens die Spiele dann aufgebohrte Versionen von Quest-Versionen sind. Ja? Das ist dann so der Faktor, der den ganzen Markt auch noch, ja, einerseits beflügelt, gleichzeitig zurückhält. Witzige Situation. Wenn ihr mit 128 GB nicht auskommen solltet, ist eigentlich okay, glaube ich, weil so eine Quest funktioniert nicht so, dass man da alle Spiele drauf abspeichern muss. Ja, wenn ihr ein Spiel durch habt, könnt ihr es löschen und das nächste. Wir hatten aber schon in der letzten Generation Spiele, die teilweise bis zu 65 GB groß waren. Das ist aber die absolute Ausnahme. Das durchschnittliche Quest 2 Spiel bisher war irgendwas zwischen 3 und 5 GB. Da bekommt ihr also wirklich eine Handvoll Spiele auf einer 128 GB Brille. Die Funktionalität, dass man auch die Quest 3 weiterhin mit einem USB-C-Link-Kabel oder sogar per Wireless LAN an den PC anschließen kann und dann sämtliche PC-Spiele spielen kann, die ist auch bei der Quest 3 weiterhin vorhanden. Durch die bessere Technik, bessere Linsen, ein schnellerer Prozessor, besseres Wi-Fi, sollte das sogar noch ein besseres Erlebnis werden, als es bisher auf der Quest 2 war. Das bleibt weiter vorhanden. Wenn ihr das zum Beispiel hauptsächlich nutzen wollt, dann könnt ihr mit der 128 GB Version super auskommen und bezahlt dann, wie gesagt, 550 €. Für alle Leute, die mehr Speicher brauchen, gibt es diesmal nicht den 256 GB Schritt, sondern gleich auf 512. Und der ist dann aber auch gleich wesentlich teurer. Da sind wir dann nämlich bei 700 €. Das merkt man dann schon. Also tatsächlich bin ich mit den Preisen jetzt nicht unglücklich. Die sind einfach realistischer, als sie es bisher waren. Und ich war mir im Nachhinein auch nie sicher, ob dieser extrem subventionierte Preis der Quest
2 nicht dem Gesamt-VR-Markt so ein bisschen geschadet hat, weil die ganze Konkurrenz da kaum noch mithalten konnte und jeder gesagt hat: „Wie warum soll ich jetzt 500, 600 für ein gutes VR-Headset ausgeben, wenn ich das, für 300 bei der Konkurrenz bekomme?“ Was Meta jetzt auf der Connect für mein Verständnis nicht so krass abgefeiert hat, ist der Grund, sich so 'n Gerät zu kaufen, was Software angeht. Wie gesagt, wenn ihr sowieso 'ne Quest-Brille habt und im Metaversum drin seid, sprich, sehr viele Spiele schon gekauft habt et cetera, die könnt ihr natürlich alle auf der Quest 3 weiterspielen, im Zweifelsfall sogar in 'ner besseren, verbesserten Version, ja, mit mehr Auflösung und so. Das ist allerdings vom Entwickler abhängig. Das macht die Brille nicht hardwaremäßig. Die Entwickler müssen 'n Patch liefern, damit sie die Quest 3 ausnutzen. In einigen Fällen passiert das auch absolut vorzeigemäßig, wie zum Beispiel Red Matter oder The Walking Dead: Saints and Sinners. Das sind aber die Beispiele, von Entwicklern, die immer wirklich bemüht sind, das Maximum rauszuholen und es auch schaffen. Ob das sich jetzt auf alle Spiele so anwenden lässt, das sei mal dahingestellt. Titel wie ein sehr interessantes Asgard's Wrath oder Assassin's Creed wussten wir leider schon, dass die kommen, deswegen waren das jetzt keine großen Burner. Das angekündigte GTA San Andreas haben sie weiterhin außen vor gelassen. Was 'n bisschen schade ist, das wäre, glaube ich, für viele auch, 'n schöner Impuls gewesen zu wissen, ja, das kommt jetzt. Asgard's Wrath 2 wird sogar mit der Quest 3, wenn ihr die bis Januar kauft, kostenlos zugegeben, ja? Also, da habt ihr gleich dann ein riesiges, großes Fantasy-Rollenspiel-Abenteuer. Das ist doch eine schöne Geschichte. Jetzt habe ich viel geredet und versuche es aber noch mal am Ende auf den Punkt zu bringen. Meine Ansage war ja: Soll man die Quest 3 kaufen? Ja, auf jeden Fall. Wenn man Bock auf VR hat, ist das gerade wirklich, 'n fantastisches Gerät zu einem soliden Preis. Vor allen Dingen habt ihr auch die Möglichkeit, damit jetzt schon mit AR auch ein bisschen rumzufuchsen. Und damit hat man eigentlich alles, was, 'n großen Spaß besorgen kann, auf jeden Fall. So, ist das jetzt was für mich, um es zu kaufen? Hier ich als Mo Tensen, glücklich mit einer PlayStation VR 2 und, 'ner letztes Jahr rausgekommenen Pico 4. Ja, ich habe es schon in verschiedenen Livestreams gesagt, geht so, ja? Denn tatsächlich hat die, Quest 3, was einige Aspekte der Hardware angeht, die zum Beispiel für mich relevant sind, lediglich zu Pico 4 aufgeschlossen, ja? Auch die Pico 4 hatte schon den neuen, schmaleren Formfaktor, 'n frei einstellbaren IPD und der sogar sexy future-mäßig ist und vor allen Dingen diese fantastischen Pancake-Linsen und 'n größeres Field of View und das alles zusammen fand ich wirklich beeindruckend. Ja. So, jetzt habe ich aber die Pico 4 und deswegen sind die Aspekte an der Quest 3 für mich privat gar nicht so aufregend, ja. Ich könnte also als normaler, logisch denkender Mensch sagen: „Ja, ich habe das Gerät jetzt ein Jahr, wieso soll ich mir was Neues holen?“ Ich finde es auch gut, dass ich zusätzlich zu der PlayStation VR 2, auf der ich dann die wirklich großen Titel spielen kann, wie so 'n, Resident Evil Village oder Gran Turismo, dass ich 'n mobiles Headset habe, was ich mit mir rumnehmen kann im Urlaub oder einfach hier zu Hause schnell aus'm Schrank nehmen, aufnehmen und 'ne Runde meines Lieblingsspiels Indes spielen oder so. Ich finde das gut, möchte auch auf diese mobile Variante nicht mehr verzichten. Aber jetzt haben wir tatsächlich die Konkurrenzsituation. Also, die Quest 2 hat aufgeschlossen, übertrifft natürlich jetzt in einigen Aspekten die, Pico wieder. Sie hat bessere Pancake-Linsen, wurde zumindest gesagt, das muss ich halt noch mal überprüfen. Also, das Bild wird noch besser. Die Auflösung ist eigentlich genauso, aber der stärkere Prozessor macht natürlich jetzt auch möglich, dass die Spiele mit 'ner höheren Auflösung laufen, was für diese mobilen Geschichten wirklich relevant ist, ja? Das ist 'ne deutliche Verbesserung, wenn man da klareres Bild hat. Brauche ich das jetzt so dringend? Nicht wirklich. Wir haben nämlich auch die Situation, dass geschickterweise auch von Pico-Seite schon wieder neue Leaks draußen sind. Ich will da jetzt gar nicht so deep drauf eingehen. Ich sage mal nur so, die Pico 5, die laut Leak im April nächsten Jahres rauskommen soll, übertrifft die Quest 3 in den Hardware-Specs dann wieder so sehr, wie die Pico 4 die Quest 2 übertroffen hat. Für mich stellt sich jetzt also die Frage, wenn ich wirklich heiß drauf wäre, jetzt schon wieder neues Material zu brauchen, was ich wirklich gar nicht fühle, ich bin gerade happy mit meinem VR-Zeug, dann kann ich auch noch ein halbes Jahr warten und habe dann schon wieder was Besseres als die Quest 3. Ich glaube, ich habe einfach für mich so ein bisschen mittlerweile rausgefunden, dass ich dieses Rennen gar nicht mehr so dringend mitmachen muss. Ich glaube, ich habe 2020 oder so, ich habe mir da 3 VR-Brillen gekauft, ja. Ich habe mir endlich eine Index gekauft, von der immer alle gesagt haben, sie wäre ein Traum. Die war auch richtig geil. Dann
habe ich mir eine HP Reverb G2 bestellt. Ich weiß gar nicht mehr warum, weil die auch günstig war und auch super interessant und vor allen Dingen dieses nervige Lighthouse-Tracking aufbauen nicht brauchte. Bevor die HP Reverb rauskam, wurde die Quest 2 veröffentlicht und kam noch vorher raus, also habe ich die auch gekauft. Ich habe dann rausgefunden, dass ich aber eigentlich nur eine VR-Brille brauche und die anderen alle wieder verkauft. So, und was ihr vielleicht gar nicht auf dem Zettel habt, ich habe 2022 auch nicht rumgesessen und gedacht so: „Ey, ich brauche 'n nächstes“, ich habe da einfach brav auf die PlayStation VR 2 gewartet und dann kam zufällig die Pico 4, ja? Ich habe 'n Testgerät bekommen. Ich habe überhaupt nicht vorgehabt, 'ne Pico zu holen, gar nichts. Aber die fand ich so geil, dass ich sie dann auf jeden Fall haben wollte. Voilà, blöd gelaufen. Ja, es war nicht in meiner Intention. Ich wusste, dass demnächst 'ne PlayStation VR 2 kommt und hatte deswegen nicht vor, mir 'n weiteres Gerät zu holen, weil ich es auch albern finde, so, sich da einfach mit Geräten zuzudecken, nur um alles abzudecken. So viel Zeit zu spielen hat doch eh keiner von uns, ja. Der beste Trick in VR ist, mit der Hardware, die man hat, glücklich zu sein und sie auszuschöpfen und nicht immer zu gucken, was es noch Besseres gibt und vielleicht und so. Wir sind aber auch in stetiger Entwicklung. Es ist immer viel Potenzial dafür in technische Verbesserungen und so weiter. Deswegen kann ich das auch keinem vorwerfen. So, aber das ist der Zustand von mir selber. Und deswegen werde ich es jetzt folgendermaßen machen. Ich werde auf jeden Fall meine Quest 2 verkaufen, denn ich benutze sie nicht mehr, wirklich. Gar nicht. Es sei denn, es gibt wirklich irgendeine Demo oder so, die es auf keinem anderen Gerät gibt. Dann schalte ich sie noch mal an und mache da was. Ich möchte aber auf jeden Fall den Kontakt zum Meta Universum nicht verlieren. Da bin ich ziemlich sicher. Und deswegen, irgendwann wird ein Moment sein, wo ich wahrscheinlich auch eine Quest 3 haben werde. Es wird wahrscheinlich irgendeine Mischung zwischen hier, ich habe einen VR-Kanal und deswegen macht es auch Sinn, so ein Gerät zu besitzen, um vielleicht ein paar Titel anzugucken, die es sonst nicht gibt, auf die ich auch ein bisschen neugierig bin. Witzigerweise ist es bei Assassin's Creed und, Asgard's Wrath 2 bei mir gar nicht so, ja? Die, erzeugen in mir keine Gefühle, brauche ich nicht. Blöder Zufall. Und das ist bei mir das Ding, ja. Ich will einfach VR spielen. Ich will mir nicht ständig neuen Scheiß kaufen. So, ganz simpler Grund. Aber ihr könnt das alles machen. Ihr habt andere Gründe im Leben, Dinge zu tun und gucken wir mal, wenn ich hier irgendwie, irgendwann mal 'ne Quest 3 hochhalte, dann wisst ihr, dass, der Nerd in mir doch den Logiktypen in mir erwischt hat und alles gut wird. Das war's von mir. Paar Gedanken zu Quest 3 und 'n paar Infos. Jetzt bin ich aber gespannt, was ihr dazu denkt. Ja, tatsächlich. Wir haben ja auf dem Kanal schon Umfragen gemacht. Das ist jetzt aber auch, unser PlayStation-Kanal, der hier sehr zentriert ist und deswegen kam da nicht sehr viel Vorfreude auf. Trotzdem würde mich mal interessieren, wenn das jetzt 'n Quest 2 Besitzer hier liest, schreibt gerne mal, wie du dich einschätzt. Bist du 'n Vielnutzer? Bist du 'n Freak oder nur 'n Gelegenheitsmensch? Wie interessant ist für dich die Quest 3? So was würde ich nämlich gerne wissen, ja, von durchschnittlichen VR-Benutzern. Wie interessant ist das Gerät für euch? Das würde mich interessieren. Da würde ich mich sehr freuen, da 'n paar Meinungen hier unter das Video zu bekommen. Gebt mir gerne 'n Däumchen, ich freue mich immer und das hilft dem Kanal. Abonnieren natürlich auch. Jetzt bin ich raus. Bis dann, so mit Tense Move VR. Schönes VR-Leben noch. Bye, bye.